Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach meiner Hüft-OP war das jetzt die erste längere Fahrt, circa eine Stunde, nach Bad Nenndorf. Wir wollten einen kleinen Spaziergang machen und der Ort verbindet mich. Als Servicetechniker habe ich da über viele Jahre die Brunnen gewartet und instand gehalten. Da macht es immer wieder Spaß, mal zu schauen, wie alles so aussieht oder sich auch verändert hat. Hier zum Beispiel der Tassenbrunnen, der leider nicht in Betrieb war. Genauso wie das große Wasserspiel, das ich euch gerne gezeigt hätte, war auch leider nicht in Betrieb. Aber ich habe ein Foto von früher, das werde ich euch dann einmal einblenden, wie es normalerweise aussieht. Hier ist das Düsenfeld mit 36 Düsen und jeweils einer Beleuchtung, die ein wirklich schönes Wasserspiel zeigen. Leider ist es nicht in Betrieb, aber so sah es immer aus. Wir gehen einmal durch den kleinen, aber doch recht schönen Kurpark. Ja, das Hotel sieht doch wohl richtig gut aus. Wer sich die Informationen durchlesen will, stoppt einfach mal bei dem eingeblendeten Standbild. Und wir sehen uns das Ganze einmal von oben an.
Ganz oben in der Mitte sieht man das Düsenfeld, was normalerweise ja in Funktion ist. Und hier die Landgrafentherme. Viel Wasser drin. Schön. Wir verlassen den Platz wieder und gehen Richtung Fußgängerzone. Hier ein Blick zurück und auf der linken Seite befindet sich das Kurhaus und wir sind dann weitergegangen Richtung Kugelbrunnen, den ich natürlich auch betreut hatte, und genau dort gegenüber ist eine sehr schöne Eisdiele, wo wir erstmal eingekehrt sind und ein leckeres Eis gegessen haben. Am Ende der Fußgängerzone befindet sich ein bayerisches Lokal, das auch recht gut besucht war. Und dort waren wir früher beim Bau der Brunnen immer zum Essen hingegangen.
Wir gehen wieder zurück Richtung Landgrafentherme. Dort haben wir kostenlos unser Auto geparkt. Dann ging es wieder zurück Richtung Autobahn. Natürlich wurde da nochmal die Kamera aus dem Seitenfenster gehalten, um ein paar schöne Abschiedsaufnahmen zu machen. Solltet ihr mein Kanalmitglied Ronny noch nicht besucht haben, dann macht das doch bitte. Er kann euch so einige schöne Wandertouren zeigen und hat schon viel mit Wandern erreicht. Aber auch mein neues Kanalmitglied Rainer Dietzen hat einen sehr interessanten Kanal mit Wandern, Reisen, Kultur, Antike und viele andere Themen sind da zu sehen. Beide sind in der 4K-Qualität unterwegs mit 60 FPS. Mit ein paar schönen Bildern möchte ich mich nun von euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Spaß gemacht. Hinterlasst gerne einen Kommentar, einen Daumen hoch. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Damit sage ich Tschüss, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.